Moin zusammen, heute schauen wir uns mal von One-Page Rules die 3D-Druckmodelle, das sind die, die ich hier in der Hand halte, von der Xenos-Flotte an, vom FTL Warfleet, das es auch bei One-Page Rules gibt. Ist so etwas wie Gothic Armada, also sprich Weltraumkämpfe, und irgendwie auch wieder nicht, wie immer. Das sind die Xenos. Die sehen ein wenig, auch die Bodenmodelle von Grimdark Future, die sehen ein wenig aus wie die Tyranniden. Witzigerweise sind das allerdings tatsächlich einfach Händler. Und dadurch, dass sie von den anderen Völkern immer als dumm, ich sag mal als dumm gehalten werden oder für dumm gehalten werden, versuchen sie immer über den Tisch zu ziehen und dadurch kommen dann diese Konflikte zustande. Also sie sind nicht prinzipiell böse, das ist irgendwie keine Rasse bei One-Page Rules tatsächlich. Sie werden halt gerne mal missverstanden oder als dumm empfunden etc. Und ihr seht, es sind ebenfalls wie die Tyranniden eine organische Rasse. Die Schiffe sind auch extrem organisch. Wir werden Farben benutzen, und zwar das Snakeskin Green von Citadel. Dann werden wir brauchen wir ein Weiß, ganz normales Weiß halt. Dann brauchen wir noch Bone White, weil die haben halt so Knochenschutz, die Schiffe. Purple, also Alien Purple, nehmen wir für die Hautteile in Anführungsstrichen. Dann nehmen wir Purple Tone Wash und das Strong Tone Wash. Und für 1, 2, 3 kleine grüne Akzente nehmen wir noch das Green Skin Wash. Jo, das hier ist eine kleine Flotte, ungefähr 600, vielleicht 700 Punkte. Wir fangen an mit einem mittleren Schiff. Das hier sind die kleineren. Und ja, das sind die ganz kleinen Schiffe. Und dann gibt es noch die Jäger. Die sind, wie ihr seht, sehr klein. Aber den ganzen Spaß, den machen wir irgendwann später. Jetzt schauen wir erstmal, ob mein Farbschema funktioniert. Das hier ist noch ein falsches Base. Da werde ich am Ende des Videos noch das richtige Base nehmen. Weil bei dem Spiel ist es wichtig, dass die richtigen Schiffe auf den richtigen Bases sind. So, jetzt werden wir anfangen mit Bone White, das schwarz grundierte Modell trocken zu bürsten. Wichtig ist, das ist oben. Und hier ist auch ein Platz für die Bases. Ja, also so rum ist oben. Und das mit den ganzen Knochen und alles, das ist unten. Macht ja auch irgendwie Sinn. So, jetzt nehmen wir uns ein wenig von dem Weiß, packen das auf eine Nasspalette oder wo auch immer ihr das gerne hintut. Dann nehmen wir uns einen Kosmetikpinsel. Wie gesagt, ich benutze einfach die einfachen, die es bei Rossmann etc. gibt. Gucken, dass die schön weich sind. Dann tunken wir wie immer das Ganze vorsichtig mit der Spitze in die Farbe und ein wenig am Handtuch wegmachen. Und jetzt seht ihr schon, ich habe zu viel drauf von der Farbe, das seht ihr da. Immer noch. Moment. So, jetzt müsste es aber hinhauen. Immer noch nicht. Mensch. Habe ich zu viel Farbe genommen, seht ihr? So, jetzt aber. Ja, jetzt sieht das schon wieder besser aus. Und jetzt bürsten wir einfach, während wir schön Musik hören, das gesamte Modell und sehen uns danach wieder. Bis gleich. So, da haben wir es schon. Ja, wie ihr seht, man sieht jetzt richtig schön die Details, die ganzen Knochenschilde und ja, ich sag mal, Hautfalten und Adern und Sehnen und weiß ich nicht, was das alles sein soll. Ja, also ihr seht, die sind schon sehr schön detailliert. Dieses Modell hat tatsächlich einen Fehler, habe ich gefunden. Der rechte, glaube ich, der rechte obere Auswuchs quasi am Kopf. Ja, da ist ein kleiner Fehler, ein kleiner Druckfehler. Aber ganz ehrlich, es sind organische Wesen und von daher kann man damit leben. So, als nächstes nehmen wir uns das Purple, Alien Purple und machen die komplette Haut. Ja. Wie immer wünsche ich euch dabei viel Spaß und
wir hören uns später. So, jetzt brauchen wir das Bone White, nachdem wir alles lila haben, und müssen jetzt noch die ganzen Knochenteile bemalen. Und ja, also alles in allem habe ich für dieses Modell ungefähr 4 Stunden gebraucht. Und es ist noch nicht ganz fertig, weil die Detailarbeit kommt in einem Extra-Video. Das wird dann wie immer Freitag veröffentlicht. Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen im Verzug, tut mir leid, aber ja, Real Life halt, ne? Ja, wie ihr wisst, unten ist ja mein Link vom Windfuß Pub. Das ist ja mein Laden. Und ja, da gibt es halt dann auch immer viele Sachen. Dann habe ich noch privat noch ein bisschen anderen Krams machen müssen oder gemacht. Und ja, genau. Dann habe ich das Bankkonto noch gewechselt. Hat auch nicht so funktioniert, wie es sollte. Ist ja immer so. Ja, aber genug jetzt von mir. Ich hoffe, euch gefällt es, dass ich ein bisschen näher ranzoome und ihr könnt da wenigstens ein bisschen was erkennen. Wie gesagt, das ist jetzt Bone-Weiß. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Farben besser hinkriege. Schauen wir mal. Bis später. Jetzt gibt's Musik.
So, jetzt nehmen wir uns das Purple Wash. Ihr seht, ich habe alle Knochenteile bemalt. Jetzt nehmen wir uns Purple Wash, Purple Tone, also und gehen den ganzen lilanen Kram durch. Und dann werdet ihr sehen, dass diese Modelle echt sehr, sehr geil detailliert sind. Also nicht überfrachtet, aber sie sehen sehr, sehr gut und sehr plastisch aus. Und dabei gibt es, wie immer, ein bisschen Musik. Ich muss mir mal irgendwas anderes einfallen lassen mit dem, wie immer, Musik ist auch doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Bis gleich. So, jetzt haben wir das auch fertig. Jetzt nehmen wir uns Strong Tone. Damit werden wir jetzt die Knochenteile bemalen. Und ja, wenn wir das fertig haben, kommt noch das Green Skin Wash für die 2, 3 grünen Akzente, die ich ja hier habe. Das Video ist leider hängen geblieben, deswegen konnte ich das nicht benutzen. Also ich habe die Spitzen, die Krallen, sag ich mal, oder weiß ich nicht, diese Spitzen halt von dem Tentakeln habe ich grün gemacht und die, ich sag mal, die Öffnungen, also die habe ich auch grün gemacht, weil ich dachte, das sind wahrscheinlich die Waffen oder ähnliches. Ja. Und den Strongtone nehme ich jetzt halt für die Knochen, damit das alles ein bisschen knochiger aussieht. Bis gleich. So sieht es fertig aus. Ich schmeiße meine Maus schon um. Jetzt nehmen wir noch das Green Skin Wash und machen noch kurz die Kleinigkeiten. Das ist ein bisschen Frickelarbeit, weil das natürlich viele kleine Punkte sind, die ich da reinsetzen muss. Aber ja, das machen wir bei Musik und dann geht alles besser. Bis gleich.
So, jetzt habe ich das richtige Base. Das ist ein 60 mm Base. Das ist für mittlere und große Kampfschiffe. Und das 32 mm Base ist halt für Jäger und kleine Schiffe. So, jetzt mache ich ein bisschen Kleber in dieses schöne Loch, was sie ja schon unten haben. Ich nehme dazu den Uhu Kraft. Ich finde, das hält immer noch am besten. Also bei Resin zumindest. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr nehmt, um Resin zu kleben. Alter, jetzt habe ich auch noch so Sprachfindungsstörungen am Ende des Videos. Ist doch nicht wahr. Okay, hier muss ich ein bisschen abknibbeln. Da sind noch ein paar Resinreste, die da nicht hingehören. Kriege ich aber ganz gut hin mit dem Fingernagel, das passt. So, jetzt müsste das alles passen. Und natürlich möchte ich mich auch wie immer bei allen Abonnenten bedanken. Und wenn euch das gefällt, was ich hier so treibe auf dem Kanal, lasst gerne ein Abo da, würde mich super freuen. Ja. Wenn ihr so noch Vorschläge habt, was ich für Videos machen könnte, was so Tabletop angeht, sagt mir das gerne. Wenn ihr mehr Tutorials oder ähnliches möchtet, sagt mir das. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Würde ich mich halt super drüber freuen. Weil dann können wir alle quasi zufrieden nach Hause gehen. So, das lassen wir jetzt Ganze trocknen. Und jetzt seht ihr auch wieder rechts die ganzen Abonnenten durchlaufen. Und bei denen möchte ich mich natürlich wie immer ganz herzlich bedanken. Und wenn ihr mich so einfach unterstützen möchtet, wie gesagt, lasst ein Abo da, benutzt unten die Links, holt euch mein Merch, wenn ihr Lust dazu habt. Wie ihr möchtet. So, und weil viele drum gebeten haben, kommen jetzt mal Nahaufnahmen des fertigen Modells. Und euch wünsche ich schon mal einen schönen Tag. Bye, bye.